Gilgamesch war ein legendärer König von Uruk, einer der ersten großen Städte im antiken Mesopotamien, die heute im Irak liegt. Laut der sumerischen Königsliste herrschte Gilgamesch etwa im 27. Jahrhundert vor Christus und wurde nach seinem Tod als Halbgott verehrt. Die sumerische Königsliste ordnet seine Herrschaft ungefähr in diese Zeit ein, allerdings sind keine zeitgenössischen Dokumente erhalten, die diese Datierung bestätigen könnten. Archäologen und Historiker datieren seine hypothetische Regierungszeit eher ins 26. bis 25. Jahrhundert vor Christus. Die Königsliste nennt Gilgamesch als 5. König der ersten Dynastie von Uruk und gibt ihm eine Regierungszeit von 126 Jahren, was auf seine mythische Überhöhung hinweist. Historiker diskutieren, ob es eine reale Person gab, die später legendär überhöht wurde. Die Hauptquelle für sein Leben und Wirken ist das Gilgamesch-Epos, eines der ältesten literarischen Werke der Menschheit. Das Epos ist in mehreren Versionen überliefert, wobei die bekannteste die babylonische Version ist, die aus dem 12. Jahrhundert vor Christus stammt. Diese Version wurde auf Tontafeln in Keilschrift geschrieben und in der Bibliothek des assyrischen Königs Assurbanipal entdeckt. Es gibt jedoch ältere Fragmente aus sumerischer Zeit, die ebenfalls Episoden aus seinem Leben erzählen. Das Epos beschreibt Gilgamesch als einen mächtigen König und Halbgott, der zu 2/3 göttlich und zu 1/3 menschlich ist. Diese Abstammung wird durch seine Eltern erklärt, seine Mutter ist die Göttin Ninsun, sein Vater ist der sterbliche König Lugalbanda, je nach Quelle allerdings auch eine göttliche Figur. Diese Vermischung göttlicher und menschlicher Abstammung macht ihn zu einer einzigartigen Figur, die sowohl die Stärke und Langlebigkeit der Götter als auch die Schwächen und das Streben der Menschen in sich vereint. Die Geschichte von Gilgamesch umfasst Abenteuer, den Kampf gegen mächtige Wesen und die Suche nach Unsterblichkeit, Themen, die den Einfluss der sumerischen Götter auf die Menschen widerspiegeln. Einer der bekanntesten Abschnitte dieser Reise ist der Marsch von Gilgamesch zum Berg der Götter, dem Berg Hermon. Der Berg Hermon spielt eine zentrale Rolle in der sumerischen und akkadischen Mythologie. Er wird nicht nur als geografisches Ziel, sondern auch als symbolischer Ort verstanden, ein Ort, an dem der Mensch mit den Göttern in Verbindung treten kann. In der Epopöe von Gilgamesch ist der Berg Hermon ein mystischer Ort, an dem Gilgamesch eine spirituelle oder physische Herausforderung zu bestehen hat. Es wird angenommen, dass der Berg Hermon in dieser Erzählung nicht nur als geografische Landmarke dient, sondern auch als ein Ort, der die Grenze zwischen dem menschlichen und göttlichen Bereich markiert. Die Reise selbst ist eine Metapher für den Aufstieg des Helden und seine Konfrontation mit den Elementen der Natur und des Übernatürlichen. Diese Auseinandersetzung ist mehr als nur ein Kampf, sie symbolisiert die menschliche Herausforderung gegen das Unvermeidliche, gegen das Schicksal und gegen die göttliche Ordnung anzutreten. Diese Prüfungen haben nicht nur physische, sondern auch psychologische Dimensionen. Gilgamesch sucht nach einer Weise, die Zeit zu überlisten und den Tod zu besiegen. Der Berg Hermon, als ein Ort der göttlichen Macht und des Wissens, wird zum Dreh- und Angelpunkt für diese Suche. Hier gibt es Legenden über die Götter, die sich in diesen hohen, unerreichbaren Höhen aufhalten, und von denen nur wenige Menschen oder Helden jemals etwas erfahren. Der Berg Hermon wird als ein geheimnisvoller Ort verstanden, an dem Weisheit und göttliche Erkenntnis zu finden sind. In der sumerischen Vorstellung ist der Berg ein Ort der Transformation. Der Berg Hermon wird daher zu einem Symbol für den Aufstieg des Menschen in die höhere spirituelle Dimension. Für Gilgamesch, der sich nach Unsterblichkeit sehnt, stellt dieser Aufstieg eine Möglichkeit dar, das Leben und den Tod zu verstehen. Die Reise ist eine Metapher für seine Suche nach der Wahrheit über die göttliche Ordnung und über das Wesen des menschlichen Lebens. Es ist ein Übergang von der Sichtweise eines sterblichen Herrschers hin zu einem tieferen Verständnis der Welt und der Götter. In dieser Weise ist die Reise zum Berg Hermon nicht nur eine geografische Expedition, sondern eine symbolische Reise des Selbst,
die Gilgamesch zur wahren Größe führt, eine Größe, die nicht in Unsterblichkeit, sondern in der Weisheit und Akzeptanz der menschlichen Natur zu finden ist. Die berühmteste Episode des Epos ist die Suche nach Unsterblichkeit, die Gilgamesch nach dem Tod seines Freundes Enkidu antritt. Auf seiner Suche nach Unsterblichkeit begegnet Gilgamesch Utnapishtim, einem der wenigen Menschen, der die Sintflut überlebt hat und von den Göttern das ewige Leben geschenkt bekam. Utnapishtim ist eine Art Urvaterfigur und teilt mit Gilgamesch das Wissen um die Vergänglichkeit der Menschen sowie die geheimen Lehren der Vergangenheit. Diese Begegnung stellt ein weiteres Beispiel für den Austausch von Wissen dar, das von den Anunnaki an ausgewählte Menschen weitergegeben wurde. Utnapishtim und die Geschichte der Sintflut ähneln stark der biblischen Erzählung von Noah und der Arche und werden oft als Beweis für die Existenz einer globalen, uralten Überlieferung interpretiert, die auf reale Katastrophen oder Eingriffe durch die Anunnaki hinweisen könnte. Nachdem Gilgamesch die Weisheit von Utnapishtim über den Tod und das Leben erhalten hat, erfährt er von einer Pflanze, die ihm Unsterblichkeit verleihen kann. Utnapishtim selbst erzählt Gilgamesch von dieser Pflanze als einem letzten Versuch, ihm eine Möglichkeit zu bieten, die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens zu überwinden. Diese Pflanze wächst im Wasser und befindet sich in einem fernen Land namens Dilmun, das wir als Eden kennen. Ein Ort, der in mesopotamischer Mythologie als ein paradiesischer, heiliger Ort gilt, der mit den Göttern in Verbindung steht. Gilgamesch macht sich daraufhin auf eine gefährliche Reise, um diese Pflanze zu finden. Er findet sie, allerdings wird seine Reise von einem Rückschlag überschattet, auf dem Rückweg wird die Pflanze von einer Schlange gestohlen, die sie isst, wodurch Gilgameschs letzte Chance auf Unsterblichkeit zunichte gemacht wird. Diese Episode symbolisiert die Unvermeidlichkeit des Todes und die menschliche Begrenztheit, was eine der zentralen Lehren der Epopöe von Gilgamesch ist. Dilmun, der Ort, an dem die Pflanze wächst, bleibt daher in der Erzählung ein Symbol für einen unzugänglichen, heiligen Ort, der nur den Göttern und den Auserwählten zugänglich ist. Anhänger der Anunnaki-Theorie sehen in Utnapishtims Wissen Hinweise auf ein vergangenes Zeitalter, in dem die Menschheit direkten Kontakt zu göttlichen oder außerirdischen Wesen hatte und möglicherweise Technologien oder Wissenschaften besaß, die später verloren gingen. Laut dem Epos herrschen die Anunnaki über den Kreislauf von Leben und Tod. Sie sind es, die bestimmen, welche Menschen nach dem Tod in die Unterwelt kommen und welche möglicherweise in ein göttliches Reich aufgenommen werden, wie die Geschichte von Utnapishtim eindrucksvoll verdeutlicht. In der Anunnaki-Theorie wird dieses Motiv oft als Hinweis auf die Existenz einer fortschrittlichen Technologie interpretiert, die den Anunnaki eine Art Unsterblichkeit oder zumindest eine extrem lange Lebensdauer ermöglichte. Die lange Lebensdauer der Anunnaki könnte auf genetische Manipulation, medizinische Fortschritte oder technologische Mittel zurückzuführen sein, die es ihnen ermöglichten, ihren Alterungsprozess zu verlangsamen oder ihren Tod hinauszuzögern. Einige Anhänger der Anunnaki-Theorie sehen in der Reise von Gilgamesch zur Unsterblichkeit auch eine Art Wissenssuche. Im Gilgamesch-Epos wird mehrfach auf die Anunnaki Bezug genommen. Sie erscheinen als Richter über das Schicksal der Menschen und üben Kontrolle über Leben und Tod aus. In einigen Erzählungen wird Gilgamesch selbst als Nachfahre oder Abkömmling der Anunnaki dargestellt. In diesem Zusammenhang spielen die Anunnaki eine Rolle als Schöpferwesen, die teilweise für die Erschaffung oder zumindest die Weiterentwicklung der Menschheit verantwortlich sind. Die Tatsache, dass Gilgamesch zu 2/3 göttlich ist, hat bei modernen Theoretikern Spekulationen ausgelöst, dass seine göttliche Abstammung auf genetische Veränderungen durch die Anunnaki zurückzuführen sein könnte. Diese Theorie geht davon aus, dass die Anunnaki möglicherweise mit genetischen Manipulationen experimentierten, um eine Mischung aus ihren eigenen und menschlichen Eigenschaften zu schaffen, was zur Geburt von Halbgöttern wie Gilgamesch führte. Für Anhänger der Anunnaki-Theorie könnte dies ein Hinweis darauf sein,
dass die antiken Texte die Begegnung der Menschheit mit einer fortschrittlichen außerirdischen Spezies darstellen, die mit gezielter genetischer Veränderung die Menschheit beeinflusste. Gilgamesch als Nachfahre der Anunnaki, Genetik und Götter. In modernen Theorien über die Anunnaki wird die göttliche Abstammung von Halbgöttern wie Gilgamesch als frühes Beispiel für genetische Manipulation oder Hybridisierung betrachtet. Diese Theorien spekulieren, dass die Anunnaki gezielt genetische Veränderungen an bestimmten Menschen vorgenommen haben, um eine Elite von Halbgöttern zu schaffen, die über besondere körperliche und geistige Fähigkeiten verfügten. Die Vorstellung, dass die Anunnaki durch genetische Veränderungen das Blut von Halbgöttern schufen, verleiht Gilgameschs Geschichte eine neue Dimension. Sie würde erklären, warum er über übermenschliche Stärke, Ausdauer und ein besonderes Bewusstsein verfügte, das ihn von gewöhnlichen Menschen unterschied. Gilgamesch wäre somit Teil eines Experiments der Anunnaki, das auf eine genetische und mentale Verbesserung des Menschen abzielt. Die Natur des Menschen und der Einfluss der Anunnaki. Im Gilgamesch-Epos erscheint Enkidu als eine Art natürlicher Mensch, eine rohe und ungezähmte Figur, die von den Göttern geschaffen wurde, um Gilgamesch zu beeinflussen und ihm Demut beizubringen. Die Schöpfung Enkidus durch die Götter könnte auf die genetischen Experimente der Anunnaki hinweisen, die den Menschen formten und veränderten, um spezifische Rollen oder Aufgaben zu erfüllen. Enkidu, der mit den Tieren lebt und die Wildnis verkörpert, wird von der Zivilisation und dem Einfluss Gilgameschs verändert. Diese Metamorphose kann als Symbol für die Art und Weise verstanden werden, wie die Anunnaki den Menschen gezähmt und zur Zivilisation geführt haben. Die Erzählung über Enkidu könnte somit eine Allegorie dafür sein, dass die Anunnaki Wissen und Zivilisationsmerkmale an die Menschheit weitergaben, um sie von einem natürlichen Zustand zu einem kultivierten Wesen zu entwickeln. Abschließend kann man sagen, das Epos von Gilgamesch ist nicht nur eine der ältesten literarischen Erzählungen der Menschheit, sondern auch ein faszinierender Spiegel unserer tiefsten Fragen über Leben, Tod und das Göttliche. Gilgameschs Reise ist eine der größten Erkundungen der menschlichen Existenz, vom Streben nach Unsterblichkeit bis hin zur Akzeptanz der menschlichen Begrenztheit. Die Begegnung mit den Göttern, die Entscheidungen der Anunnaki und das Streben nach Unsterblichkeit sind Themen, die nicht nur in der antiken Literatur, sondern auch in vielen modernen Interpretationen immer wieder auf uns wirken. Die Bedeutung von Gilgamesch in der Anunnaki-Theorie unterstreicht die Vorstellung, dass einige der mächtigsten und klügsten Menschen der Frühzeit direkten Kontakt mit diesen göttlichen oder außerirdischen Wesen hatten. Gilgamesch, als Halbgott und wissbegieriger Herrscher, symbolisiert die Suche der Menschheit nach Wissen, Macht und Unsterblichkeit. Seine göttliche Abstammung und seine Verbindung zu den Anunnaki bieten eine Grundlage für die Theorie, dass diese Wesen durch genetische und kulturelle Einflüsse eine Elite geschaffen haben, die im Namen der Anunnaki über die Menschheit herrschen sollte. Für Präastronauten, die an die Anunnaki als historische Realität glauben, ist Gilgamesch eine der bedeutendsten Figuren, die das Erbe und den Einfluss dieser außerirdischen Wesen repräsentiert. Die Lehren des Epos und die Figur Gilgameschs zeigen die ewige Suche des Menschen nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens, eine Suche, die durch die Interaktion mit den Anunnaki vielleicht tiefer beeinflusst wurde, als wir es heute verstehen. Ich danke euch, dass ihr diese Reise mit mir unternommen habt. Wenn euch das Thema interessiert und ihr noch mehr über die faszinierende Welt der Anunnaki, die Epopöe von Gilgamesch und die Geheimnisse der alten Kulturen erfahren wollt, abonniert, lasst ein Like da und schaut auf meinem Kanal vorbei, dort findet ihr mehr Videos zu diesem spannenden Thema. Bis zum nächsten Mal.